Hast du mal darüber nachgedacht, weshalb du ihm nie Geld geliehen hast? Weil ich der Ansicht war, dass mein Bruder selber für sich sorgen kann. Dann soll er das gefälligst auch tun. Er lernt sonst nie, was Verantwortung ist. Ich möchte, dass du mir etwas versprichst. Alles, was du willst. Versprich mir, dass du Nicks Situation nicht ausnutzt, um im Team sein Nachfolger zu werden. Mein Glückwunsch. Obwohl ich nicht verstehe, wozu du den Schlüssel eigentlich brauchst. Naja, was würdest du denn an Tims Stelle tun? Carsten, ist doch ganz logisch. Tim ist pleite und wird zu mir angekrochen kommen. Es gibt nichts mehr zu reden. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss arbeiten. Nee, so will ich runter. Jetzt lass mich da in Ruhe, weiter normal! Ich hab dich gewarnt. Bist du wahnsinnig geworden? Was fällt dir ein? Barbara scheint kein Glück mit ihrer Veranstaltung zu haben. Ja, die Ärmste. Wie kannst du mich so blamieren? Verschwinde hier, aber schnell! Los, raus mit dir. Die nächste Zeit brauchst du dich bei uns nicht mehr blicken zu lassen, mein Lieber. Ab! Der Abend ist vorbei, bevor er begonnen hat. Ich werde die Leute nach Hause schicken. Du traust mir wohl nicht, ja? Eigentlich hatte ich sowieso nicht vor, aus Nicks Unfallkapital zu schlagen, aber wenn sich beruhigt. Ich verspreche dir, dass ich keinen Profivertrag unterschreiben werde, solange Nick noch im Krankenhaus liegt. Zufrieden? Danke. Aber eigentlich habe ich auch gar nichts anderes von dir erwartet. Versteht sich doch von selbst. Immerhin sind Nick und ich Mannschaftskameraden. Können wir denn jetzt das Thema Fußball beenden? Wir könnten auch noch woanders hingehen. Vielleicht in die Pianobar? Nee, lass mal. Ich muss jetzt gehen. Ach komm, nur auf den Sprung. Doch, wirklich. Ich muss jetzt los. Ich habe noch was anderes zu erledigen. Ein anderes Mal vielleicht, ja? Wie du willst. Tschüss und danke nochmal. Kein Problem. Na? Bei der kannst du wohl doch nicht so weit landen, was? Irrtum. Die Kleine sitzt bereits fest am Haken. Ach nee. Und womit lässt sich eine Frau wie die ködern? Ich muss dir nur eine Kleinigkeit versprechen. Dass du nie wieder eine andere anguckst? Ich unterschreibe keinen Profivertrag, solange Nick noch im Krankenhaus liegt. Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Wegen dieser Tussi wirst du ja wohl nicht deine ganze Karriere aufs Spiel setzen. Für wie blöd hältst du mich, hä? Ich gebe der Kleinen nur, was sie will und wenn im Moment nichts anderes zieht, dann kriegt sie eben das. Und wenn Hetzer dich auf der Vereinssitzung doch als Nicks Nachfolger durchboxt? Darüber zerbreche ich mir den Kopf, wenn es soweit ist. So, dann wollen wir mal. Hier. Wohin? Ist doch scheißegal, erstmal weg hier. Auch wieder wahr. Deinen tollen Auftritt eben. Hey, das nehmen wir, oder? Ah, die Presse. Na, Welt, die werden sich wundern. Sie merken, dass die Party vorbei ist und das Beste haben sie verpasst. Tim, hey, ich muss dir was sagen. Ah, lass mich in Ruhe. Mensch, wo willst du denn hin? Das geht hier in den Scheißdreck an. Mensch, Tim, jetzt komm mit rein und dann regeln wir alles. Nimm endlich die Finger weg, verdammt nochmal. Bitte! Dann ja, hau ab. Es tut mir so unendlich leid. Du hast keine Schuld, Erika. Wahrscheinlich war ich es. Ich hätte nicht so heftig reagieren sollen, als ich erfahren habe, dass er seine Wohnung verspült hat. Diesen wunden Punkt ausgerechnet zu deiner Präsentation zu berühren, das war sicher nicht sehr glücklich. Ja, aber trotzdem darf man sich doch nicht so gehen lassen. Naja, also ihn in seiner frustrierenden Situation hier ausgerechnet kellnern zu lassen, das war sicher kein sensibler Einfall. Ich wollte ihm nur ermöglichen, etwas Geld zu verdienen. Und?
Wie sieht's aus? Ja, die meisten Gäste sind gegangen. Die Models ziehen sich um und ich habe gerade noch ein paar Leute von der Presse weggeschickt. Na, ob das so gut war? Keine Sorge, ich habe ihnen gesagt, dass du einen kleinen Unfall hattest und dass die Präsentation deshalb auf einen späteren Termin verschoben werden muss. Und das haben die geglaubt? Sagen wir, sie haben die Sache auf sich beruhen lassen. Oh, Gott sei Dank. Das hätte mir gerade noch gefehlt, dass die sich die Mäuler zerreißen. Eine beharrt allerdings auf ein Interview. Nein. Wer ist das denn? Carina Marten, Düsseldorfer Kurier. Ja. Also ich würde dieses Interview nicht geben. Ich sehe schon die Schlagzeile. Graf im Buffet oder so ähnlich. Was meinst du? Tja, vielleicht wäre es besser, mit ihr ganz offen zu reden, bevor sie sich noch ihre eigene Katastrophenmeldung zurechtbastelt. Papageienart. Ara. Ja. Das war nicht einfach. Ich gehe schon. Hi. Steffi ist da. Namens Steffi. Setz dich doch. Warst du bei Nick? Nein, ich war noch was trinken. Mit Dennis. Bist du hierher gekommen, um uns mitzuteilen, dass du hinter Nicks Rücken mit seinem ärgsten Feind ausgehst? Lass sie doch erst mal ausreden, Walter. Was wolltest du uns sagen, Steffi? Ich habe mich mit ihm getroffen, weil ich wollte, dass er mir etwas verspricht. Er will darauf verzichten, Nicks Nachfolger anzutreten. Was will er? Ja, er will keinen Profivertrag unterschreiben, solange Nick krank ist. Womit ja wohl bewiesen wäre, dass Dennis nicht derjenige ist, für den er immer gehalten wird. Das ist ja wohl ein Scherz. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass der freiwillig auf seine Karriere verzichtet. Der doch nicht. Mann, ich weiß gar nicht, was ihr immer für Vorurteile habt. Warum soll er das denn nicht ernst meinen? Die beiden sind doch Mannschaftskameraden. Dennis ist ein Lügner. Der ändert sich nie. Morgen Nachmittag um 3. Alles klar. Ja, dann schon mal vielen Dank und Wiederhören. Rate mal, wer dran war. Keine Ahnung. Unser Vereinsvize. Und hat mir soeben einen Profivertrag angeboten. Das gibt's ja nicht. Wahnsinn, hä? Der eine hat im letzten Moment abgesagt und dann hat sich Hetzer für mich stark gemacht. Du hast es geschafft, Alter. Nicht schlecht, hä? Was heißt denn hier nicht schlecht? Jetzt kannst du Karriere machen. Das Dumme ist nur, dass ich Steffi dieses bescheuerte Versprechen gegeben habe. Du denkst doch nicht ernsthaft über so einen Scheiß nach. Weißt du was, Junge? Du hast doch keine Ahnung. Ich will den Vertrag und Steffi. Und ich weiß auch schon wie. Seit diese Cleo ihn verlassen hat, ist mit ihm nichts mehr anzufangen. Er sitzt nur noch herum, raucht, trinkt, spielt. Ich glaube, bei ihm ist schon länger etwas nicht in Ordnung. Nämlich seitdem Julia ihn verlassen hat. Seitdem hat er keinen Boden mehr unter den Füßen. Es wird Zeit, dass er sich berappelt. Na, wie war's? Bestens, bestens. Ach so, erzähl mal. Diese Frau Marten macht einen sehr fachkundigen Eindruck. Sie hat nur Fragen zu meiner Kollektion gestellt. Ach, und das mit Tim hat sie überhaupt nicht erwähnt? Nein, nein, nein. Sie hat sich nur für meine Stoffe interessiert, wo ich die weben lasse. Ja, und sie hat sich nach den Trends aus der Modeszene erkundigt. Das ist ja erstaunlich. Keine Fragen über Tim, Christoph, nicht? Nein, es ging hier nur um Mode. Ja, sie hat sogar versichert, über den Vorfall Stillschweigen zu bewahren. Barbara hat genau das Richtige getan, indem sie mit ihr gesprochen hat. Das ist auch meine Meinung. Also, dann sollten wir doch nach all der Aufregung wenigstens auf eine gute Kritik im Düsseldorfer Kurier trinken. Was meinst du? Wäre das nicht eine Gelegenheit für deinen exquisiten Jahrgang? Ich hätte nichts dagegen. Ja, eine kleine Erfrischung könnte nicht schaden. Ja, macht ihr mal, aber ich werde mich lieber zurückziehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht, Christoph. Nacht, Christoph. Es tut mir leid um deine Präsentation. Hoffentlich bekommst du wenigstens eine gute Kritik. Die machen sich kein Bild davon, was hier los war. Wahnsinn! Also, diese groß angekündigte Modenschau fällt einem Eklat zum Opfer. Und jetzt passen Sie auf, weil der Hausherr von seinem betrunkenen und spielsüchtigen Schwiegersohn mitten ins Buffet befördert wird. Doch? Ja, Sie hätten mal die Gesichter der ganzen von uns zusehen sollen. Göttlich. Die Schlacht ums kalte Buffet. Bitte? Ja? Ja, gerne. Sie haben den Bericht noch heute Nacht auf dem Tisch. Gut, danke. Ciao. Das ist eine Unverschämtheit.
Sie haben doch eben Frau von Sterneck versprochen, sich ausschließlich über die Kollektion zu äußern. Also wie ich Leute zum Plaudern bringe, müssen Sie schon mir überlassen. Sie sollen über die Modenschau berichten. Dieser private Vorfall hat Sie doch überhaupt nicht zu interessieren. Ja, aber genau der interessiert unsere Leser nun einmal am meisten. Außerdem sagen Sie mir nicht, was ich zu schreiben habe. Noch nichts von Pressefreiheit gehört? Ihnen ist klar, dass die Mitarbeiter Ihrer Redaktion sich hier auf Friedenau nicht mehr blicken lassen dürfen. Ist denn heute gar keine Zeitung? Ja, hab mich auch schon gewundert. Schade. Ich hätte zu gerne gelesen, wie die Presse Christophs feine Sippschaft zerreißt. Ja, das ist ja wirklich zu bedauern. Ja, du weißt nämlich noch gar nicht, was ich gestern Abend noch Interessantes erlebt habe, als ich kurz frische Luft schnappen war. Nein. Komm, erzähl. Ich habe zufällig mitgekriegt, wie Tanja Tim angefleht hat, zu ihr zurückzukommen. Was? Tanja fleht so einen Kerl an? Mhm. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Aber Tim hat sie stehen lassen und Tanja war todunglücklich. Oh. Mhm. Tim ist Tanjas Schwachstelle. Und das müssen wir uns zunutze machen. Ja schon, aber wie willst du das anstellen? Ich muss einfach einen Weg finden, Tim zu überzeugen, zu Tanja zurückzukehren. Damit er mir die Beweise liefert, die mir noch fehlen. Ich weiß nicht, ob Tim sich zu sowas benutzen lässt. Abwarten. Wer ist da? Frank? Guten Morgen. Ach so, Sie sind's. Ich habe ein Geräusch gehört und dachte, ich schaue lieber mal nach, ob Sie es sind. Ja, ich wollte nur die Bestelllisten aufgeben für morgen und deswegen bin ich schon hier. Alles klar. Okay, tschüss. Okay. Wer war das denn? Der Hausmeister? Mhm. Gott sei Dank hat er mich nicht gesehen. Allerdings wäre ziemlich peinlich geworden. Wir zwei, nachher denkt er noch, wir haben uns lieber, als ihm lieb ist. Ja. Mann, die ewige Rumhängerei, die nervt jetzt auch langsam. Ich muss mal wieder auf die Beine kommen. Ja, so gefällt es mir schon wesentlich besser. Ja, wollen wir mal sehen, was sich da machen lässt, oder? Also ich kann es immer noch nicht fassen, dass Tim deine Modenschau zum Platzen gebracht hat. Ich verstehe nicht, wieso du so ruhig sein kannst. Ach, Schätzchen, ich habe mich gestern schon genug aufgeregt. Und der positive Zeitungsartikel ist auch eine ganz schöne Aussicht. Ist was nicht in Ordnung? Ach du lieber Gott, das kann nicht wahr sein. Graf fiel ins Buffet. Eklat bei Promi-Modenschau. Toll, ich dachte, die wollte nur über deine Kollektion berichten. Ja, das hat sie versprochen. Also so ein Aas. Hat Christoph das schon gelesen? Ja, ich wollte es ihm zeigen, aber er ist wie vom Erdboden verschluckt. Stimmt, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Wie konnte ich nur einer Journalistin trauen? Ach komm, tröste dich, dieses Käseblatt, das liest doch sowieso keiner. Im Gegenteil. Der Kurier war heute Morgen restlos ausverkauft. Das hier war das letzte Exemplar. Huch, was machen Sie denn hier? Hallo Steffi. Eigentlich hätte ich dich gerne kurz gesprochen. Ja, ich wollte gerade zur Schule. Es geht um Dennis. Wollen wir nicht kurz reingehen? Ja, meinetwegen. Bitte. Wir haben Dennis einen Profivertrag angeboten. Aber er weigert sich zu unterzeichnen. Und? Wie ich höre, hast du doch einen guten Draht zu ihm. Kannst du nicht herausfinden, warum er so ein Angebot ablehnt? Naja, wahrscheinlich will er Nick den Vertrag nicht wegnehmen. Aber er nimmt Nick doch nichts weg. Wieso? Der Vertrag war doch eigentlich für Nick. Aber Nick kann doch nun mal im Moment nicht. Ja, und wenn er wiederkommt? Dann werden wir ihn nicht fallen lassen. Red doch mal mit Dennis. Der Junge verbaut sich sonst seine Zukunft.
Hallo. Tim, was machst du denn hier? Stehe ich. Also wenn dein Angebot noch steht, dann würde ich doch ganz gerne hier eine Zeit lang wohnen. Zumindest mal, bis ich einen neuen Job und eine neue Wohnung gefunden habe. Oder steht dein Angebot nicht mehr? Nein, wie kommst du darauf? Ich stehe natürlich zu meinem Wort. Danke. Ja, also ehrlich gesagt, als erstes würde ich ganz gerne ein heißes Bad nehmen. Tu dir keinen Zwang an, du weißt ja, wo alles ist. Siehst du, es läuft alles nach Plan. Tim steht sogar noch früher auf der Matte, als ich erwartet hätte. Tja, dann brauchst du mich ja wohl jetzt nicht mehr. Doch, du könntest mir noch einen Gefallen tun. Oh, hallo Dennis. Hallo Steffi. Wie geht's? Ach, ganz gut. Und selbst? Prima. Dennis, du brauchst mir nichts vorzumachen. Ich weiß, was los ist. Wovon redest du? Na, von dem Vertrag. Hetze hat's mir erzählt. Aha. Und was weiter? Naja, ich find's zwar toll, dass du dein Versprechen halten willst, aber mir ist klar geworden, dass es eigentlich unsinnig ist, was ich von dir verlange. Was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun? Na, unterschreiben natürlich. Was sonst? Bist du dir sicher? Ja. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Danke. Aber dann müssten wir das doch eigentlich ein bisschen feiern. Aber ich muss jetzt in Unterricht. Aber dann heute Nachmittag. Soweit ich weiß, wollte Hetze einen ausgeben, wenn ich unterschreibe. Im No Limits. Komm doch einfach dazu. Okay, dann sehen wir uns dort. Schön. Tschüss. Tschüss. Setz dich. Kann ich dir vielleicht was zu trinken anbieten? Ach, mach dir meinetwegen keine Umstände. Ich wollte dich sowieso nicht lange aufhalten. Ich platze hier einfach so unangemeldet rein. Das macht gar nichts. Was gibt's denn? Nach dem gestrigen Abend mache ich mir einfach Sorgen um Tim. Ich dachte, du wüsstest vielleicht mehr? Clarissa, was hast du denn mit Tim zu tun? Um den hast du dich noch nie gekümmert. Dann wird's aber höchste Zeit. Schließlich bin ich seine Schwiegermutter. Und so wie es aussieht, sitzt er momentan ziemlich in der Patsche. Ja, das stimmt. Und ohne fremde Hilfe wird er wohl kaum wieder Boden unter den Füßen kriegen. Ich würde ihm zu gerne helfen. Nur ich fürchte, nach allem, was ich ihm angetan habe, wird er meine Hilfe erst gar nicht annehmen. Ja, sehr nett zu ihm warst du nie. Hast du denn vielleicht eine Idee, wie ich an ihn rankomme? Hallo Clarissa. Tim, hallo. Hier stecken Sie also? Ich muss noch mal kurz weg. Ja, klar. Tschüss. Bis nachher. Tschüss, Clarissa. Wiedersehen, Tim. Warum hast du mir denn nicht gesagt, dass er hier ist? Naja, ich wollte es dir gerade erzählen. Er ist heute hier aufgetaucht und hat mich gebeten, ihn hier wohnen zu lassen. Naja, hätte ich Nein sagen sollen? Natürlich nicht. Ich bin dir auch sehr dankbar dafür. Ach, hast du die Zeitung schon gelesen? Nein, es sind alle Exemplare vergriffen. Ja. Was machen wir jetzt? Unsere ganzen Ideen, die ganze Arbeit von Monaten, das war alles umsonst. Wir müssen irgendeinen Weg finden, diese Negativkampagne zu stoppen. Ja, wie denn? Das hat doch jeder schon gelesen. Ja, ich schalte in diesem Blatt keine Anzeigen mehr. Oder ich drohe wenigstens damit. Das nützt doch auch nichts mehr. Wo ist eigentlich Christoph? Vielleicht hat der doch eine rettende Idee. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine Lieferung für Frau von Sterneck. Ja, bitte. 3 LKW-Ladungen mit Zeitungen. Düsseldorfer Kurier. Ah ja. Jetzt weiß ich, warum alle Blätter vergriffen sind. Danke. Christoph hat sie alle aufgekauft. Ist das wahr? Christoph, komm mal her. Du! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Ich konnte Dennis unter den Voraussetzungen doch unmöglich sagen, er hätte nicht unterschreiben sollen. Außerdem hat Hetzer mir bestätigt, dass der Verein dich nicht fallen lassen wird. Du hättest an meiner Stelle bestimmt genauso reagiert. Jetzt musst du nur noch ganz schnell gesund werden. Oh, ich habe sie gar nicht kommen hören. Soll ich noch einen Moment draußen warten? Nee, ich wollte jetzt sowieso gehen. Meinetwegen musst du nicht gehen. Deswegen ist es auch nicht. Ich will bloß den Bus nicht verpassen. Steffi, ich wollte dir danken dafür, dass du Nick besuchst. Und dass du die Hoffnung nicht aufgibst. Was dachten Sie denn? Die Situation belastet mich sehr und ich dachte, du würdest Nick im Stich lassen. Das ist schon in Ordnung. Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen. Ich denke ja auch die ganze Zeit, die Leute wollten es ausnutzen, dass Nick hier liegt und sich nicht wehren kann. Deswegen finde ich es auch sehr anständig von dir, dass du Dennis das Versprechen abgenommen hast. Gestern sahen Sie das ja wohl noch ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Das war sehr unfair von mir. Steffi, ich kann dich sehr gut leiden. Ich sehe auch, Herr Prozeski. So, jetzt muss ich aber, sonst ist mein Bus wirklich weg. Wenn du noch einen kleinen Moment Zeit hast, kann ich dich mitnehmen. Danke, aber ich muss jetzt echt los. Also, Wiedersehen, Herr Prozeski. Wiedersehen, Steffi. Warum hat Tim bei dir eigentlich gekündigt? Er hatte doch einen vielversprechenden Job. Soweit ich weiß, war die Trennung von Cleo der Grund. Das scheint ihn ziemlich aus der Bahn geworfen zu haben. Guten Tag. Tag. Kann ich dich kurz sprechen? Ja, klar. Entschuldigst du mich kurz? Und? Ist Tim beim Notar erschienen? Genau wie du es wolltest. Jetzt gehört die Wohnung dir. Das ist wunderbar. Niemand wird jemals dahinter kommen, dass ich sie ihm abgeluchst habe. Ein Alt, bitte. Ja, kann so fahren. So, bitteschön. Auf unseren neuen Profi. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg. Und mach uns keine Schande. Alles klar, Trainer, kein Problem. Und natürlich auf Steffi, ohne die der Vertrag gar nicht erst zustande gekommen wäre. Prost. Prost, danke.